So holt euch das 7. Boshaft-Relikt, das Agarthan-Gerät. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus im Totenreich holen und wenn ihr so viele Relikte aktiviert habt, dass mindestens Stufe 2 freigeschaltet ist. Aktiviert aber am besten Relikt Stufe 3, damit ihr die Wunderwaffe auf Stufe 4 verbessern könnt. Um euch das Relikt holen zu können, braucht ihr Richtofen als Operator. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Eins zum Punkte machen und eins für die Herausforderung mit Instakill, Kraftfass, Auffüllen, Schildbürger und starre Augen. Rüstet euch für Stehvermögen die Augmentierung in Fußarbeit und Quarterback aus. Für Metzel Macchiato Espresso, Krafttraining und Schlag und Weg. Für Tempo Cola überladen und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier faulige Aufrüstung und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Eselstritt Freiwurf voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Elementallimo unbeugsamer Pfirsich und Ananasstrahl. Und für Illichte Maske der Güte oder Maske der Ablenkung, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für die Giftpflanzen die Augmentierung in Nesselstoff, grüner Daumen und Extraladung aus. Und für den Ätherschleier leeren Umhüllung, Extraladung und Erweiterung. Aktiviert so früh es geht den Strom. Ihr müsst jetzt 3 Teile in beliebiger Reihenfolge einsammeln und dann das Richtofen Easter Egg machen. Ihr dürft während der Herausforderung das Spiel nicht speichern und beenden, sonst müsst ihr alle Teile nochmal sammeln und weitere 15 Runden spielen, bis ihr das Fass für das Richtofen Easter Egg öffnen könnt. 2 Teile bekommt ihr, indem ihr in Tyrs Kopf durch die Röhren den Roboter verlasst. Durch Zufall kommt ihr dann manchmal in einen von 3 möglichen Räumen. Ihr könnt pro Runde einmal über Tyrs Fuß und einmal über Tyrs Schulter in den Roboter. Verlasst den Kopf, wenn ihr ihn über die Schulter betretet, durch Röhre 2 und wenn ihr ihn über den Fuß betretet durch Röhre 3, dann müsst ihr nicht so weit laufen. Ein Teil ist ein Helm, den findet ihr in dem Raum mit den Leichen auf dem Tisch hinten im Regal auf der Kiste. Und eins ist Mr. Peaks, den findet ihr in dem Schlafzimmer rechts unter dem Bett. Das 3. Teil könnt ihr euch auf der Fischereiinsel im Labor in der Zelle holen. Öffnet dafür das Labor mit einer ETA-Fernlenkladung. Platziert dann wie beim Easter Egg die richtigen Gefäße auf der Maschine, schüttet die lila Flüssigkeit hinter euch auf die Krabbenschere und holt euch den Nekrostachel. Öffnet damit die Zelle und holt euch links unter dem Bett das Walkie-Talkie. Ab Runde 15 könnt ihr bei der Kernschmiede, wo ihr mit der Fernlenkladung durch den Schacht gefahren seid, mit Metzel Macchiato das Fass öffnen. Das geht nur, wenn ihr Richtofen seid. Interagiert mit dem Fass, bis darin ein Anhänger erscheint und nehmt ihn auf. Ihr werdet dann in eine Halle teleportiert und müsst immer wieder die Dokumente, die am Boden spawnen, aufnehmen und einen Dialog abwarten, bis ihr weiterkommt. Seid ihr im Raum am Ende vom Flur angekommen, wartet den Dialog ab und interagiert mit einem der Kristalle. Nach dem nächsten Dialog könnt ihr mit einer der Figuren interagieren. Nach dem nächsten Dialog könnt ihr wieder mit einem Kristall, dann einer Figur, dann dem letzten Kristall und dann der letzten Figur interagieren. Es spawnt dann auf dem Thron ein Geist. Wartet den Dialog ab und interagiert, sobald der Geist verschwindet mit dem Thron, dann platziert ihr Mr. Peaks mit den 3 gesammelten Teilen darauf. Ihr hört dann Mr. Peaks lachen. Nehmt das Schwert rechts vom Thron auf und legt es in die Hände der Statue daneben. Aktiviert nach dem Dialog noch das Radio im Schrank gegenüber. Sobald das Radio in Flammen aufgeht, könnt ihr die Tür nach draußen wieder öffnen. Folgt dem Gang bis zum Ende oder lasst euch von den Zombies erwischen, dann werdet ihr wieder auf die Karte teleportiert. Ihr könnt jetzt bei den Trockendocks neben Dr. Niete bei dem Portal auch schon vor Runde 60 die Herausforderung starten. Bereitet euch aber darauf mit Extras, einer Kriegsmaschine, Kasimir-Granaten oder Äffchen und der verbesserten Wunderwaffe vor. Die Zombies sind in der Herausforderung so stark und schnell wie in Runde 60. Holt euch dann noch starre Augen und 2 weitere Kaugummis aus dem Kaugummi-Paket für die Herausforderung. Ihr müsst für die Herausforderung 6 Wellen abschließen und könnt Gegnern nur Schaden machen, wenn ihr in einem Gebäude seid. Es spawnen Zombies, Wikinger und Eiszombies und als HRZ-Ziele auch Bären. Stellt euch am besten mit den Giftpflanzen oben in den Leuchtturm und haltet mit der Wunderwaffe die Stellung. Wenn es zu knapp wird, nutzt Äffchen oder Kasimir-Granaten und springt runter. Nutzt Down-Kaugummis und holt euch neue, solange ihr noch Kasimir-Granaten, Äffchen oder starre Augen habt. Ihr könnt euch auch neue Ausrüstung am Handwerkstisch vor dem Leuchtturm herstellen. Nutzt bei den HRZ-Zielen am besten die Kriegsmaschine oder starre Augen und Instakill, dann schafft ihr auch die easy. Wechselt, falls ihr starre Augen nicht habt, auf den Ätherschleier und nutzt dann Kraftfass und Instakill. Habt ihr die 6 Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurück teleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung.
Wenn ihr das Relikt auswählt, spawnen in jeder Runde eine zufällige Art von Zombies. Entweder sind es normale, Eis- oder toxische Zombies.